Ja, Leute, AMG One kommt. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass es 4 McLaren Senna da sind. Ihr könnt mal raten. Es wird ein SUV-Modell sein. Also ein Touring kommt noch, das wusste ich gar nicht. Ja, da weißt du es jetzt. Hast du den schon konfiguriert oder wie? Hast du mir gar nicht erzählt, dass der Project One schon da ist, junger Mann? Bist du jetzt auf Sendung oder wie? Schon lang? Haben wir es eine halbe Stunde später jetzt geschafft, die Kamera vorzubereiten? Eine halbe Stunde? Ja, dann sind es halt 35 Minuten gewesen oder was noch länger. Ja, ich werde eigentlich nach Stunden bezahlt, deswegen umso besser. Was hast du gerade gesagt, ob der Project One schon da ist? Ja, ich habe ihn doch schon gesehen. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Da hinten ist er doch. Ja gut, das ist bisher das Bild und außerdem müssen wir erstmal noch die Konfiguration bekannt geben. Ach so. Das wollten wir eigentlich ja schon ewig machen, aber der Robert dachte sich, nee, ich bin mal noch ein bisschen im Urlaub unterwegs. Ach so, jetzt bin ich schuld. Und dann fangen wir mal wieder so langsam zum Filmen an, oder? Ja, aber da kann ich ja trotzdem schon spoilern, welche Farbe das wird, oder? Nee, das machen wir heute auch noch nicht, aber dafür hast so. du heute eine gute Idee gehabt, denn ja Ausnahmsweise. Leute, ich habe einige Nachrichten natürlich von euch bekommen, was denn 2023 so ansteht und ist immer ein bisschen so schwierig zu sagen, ja, aber Robert hat gesagt, komm, da machen wir jetzt heute mal was, auch wenn wir jetzt schon Februar haben. Richtig. Dementsprechend, ja, heute reden wir einfach mal darum, was für Autos kommen dieses Jahr, was steht dieses Jahr so an. Aber ich glaube, Robert, da kannst du eigentlich viel mehr davon erzählen, oder nicht? Selbstverständlich weißt du ja vor allem alles, was da was kommt. Vor allem die Frage ist ja, wie starten wir? Wie hast du denn das Ganze überlegt gehabt? Lass uns doch erst so das Wichtigste reden, welche Autos kommen. Welche Autos kommen? Ja. Aber dann würde ich noch mal ganz kurz sagen, dass wir mal ganz kurz im Schnelldurchlauf durchgehen, was gerade so für Autos hier stehen, oder? Ja, sehr gerne. Dann komm, Weißt dann du stehen wir doch mal auf. Weil natürlich, ich glaube, wir haben das erst ein- oder zweimal bisher gemacht, wo wir wirklich mal alle Autos gezeigt haben. Deswegen, wir brauchen es jetzt nicht unbedingt nochmal komplett alles durchgehen. Also ich meine, hier so ein bisschen versteckt geht es ja los mit dem BMW 328er. Robert sein Gerät, hier der Traktor. Oh ja, der geht ab. Ein älteres Formelfahrzeug steht ja hier. Huracan Super Trofeo, das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr wieder fahren, Ja? weil es könnte danach aussehen, dass wir dieses Jahr wieder einen Trackday planen. Ich kann nur leider noch nicht sagen, wo. Die Optionen stehen noch offen, es ist noch nichts bestätigt, aber ich bin auf jeden Fall dran, dass wir dieses Jahr wieder einen geilen Trackday mit geilen Leuten machen und auch mit der Hoffnung, dass wir es hinbekommen, richtig ordentlich mit Zuschauer, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel Planung. Schauen wir mal, was sich da so ergibt. Daneben kennt ihr ja der SVJ Roadster. Hier Neuzugang, unser RS e-tron GT, komplett voll mit Exclusive. Robert, muss man nochmal an der Stelle sagen, geile Arbeit damals Das ist geleistet. Hat der Robert hier komplett alles schön individualisiert. Du bist wieder mit dem M8 unterwegs, oder? Den können wir jetzt gar nicht zeigen. Ja, das ist ja auch mein Auto. Ja, gut, stimmt auch wiederum. Ja, McLaren Senna sind wir auch schon öfters auf der Rennstrecke gefahren. Schauen wir mal, was wir da dieses Jahr mit dem Auto so machen. Ob wir den dieses Jahr auch mal wieder auf die Rennstrecke nehmen. McLaren P1. Da fehlt, glaube ich, noch ein VMAX-Video, ne? Ja, ein VMAX, Zeiten haben wir schon gemessen. Zeiten haben wir schon gemessen, aber schauen wir mal, ob wir da dieses Jahr mal so einen Night Run oder irgendwas machen. Ne? Ja, irgendwie sowas. Das wäre doch mal eine Überlegung. Ja, Ferrari F40. Haben wir da letztes Jahr überhaupt ein Video gedreht? Letztes Jahr nicht, vorletztes Jahr sogar schon. Sicher, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass wir da was gemacht hätten. Nee, Aber du warst dann- noch mit Instagram unterwegs. Dann fragen wir doch mal die Leute, Sommer F40 Video, dieses Jahr ein neues Video bringen, ja oder nein? Oder wie wäre es einfach mal, Robert, wenn du mal mit dem F40 aufreist? Hä? Ja, kann ich machen, ist gar kein Stress. Ja? Ja, ich bin's ja gewohnt. Glaubst du, es geht? Meine hat die gleiche Kupplung wie mein Golf. Ja, ja. Ist halt nur ein bisschen fester, musst du da durchdrücken. Also Ja. schauen wir mal, ob wir da was machen. 675 LT Spider für mich einfach immer noch einer der geilsten Autos für Roadtrip. Da wird einfach für mich nichts hinkommen. Sage ich dir ganz ehrlich, also da muss wirklich was richtig Geiles kommen, wo du sagst, du hast den Platz im Kofferraum, es ist entspannt, es ist extrem schnell, es ist halt einfach das geilste Auto hier. Aventador SV Roadster haben wir natürlich wieder 100% Emotionen, das Ding schreit, das ist halt genau richtig Robert sein Ding, ja. Genauso wie hier C63 Black Series haben auch schön die Motorhaube offen, die sind natürlich auch jetzt immer noch über den Winter, müssen die natürlich geladen werden, ganz klar. Hier ist ja der schöne 6,2 Liter V8 Saugermotor, pure Symphonie, da freue ich mich auch schon wieder richtig drauf, das Ding zu fahren. Das haben wir da ein YouTube-Video eigentlich gemacht letztes Jahr. Ich glaube nicht, der Mochi ist das Ding mal gefahren, oder? Alter, holy shit, Junge! Seitdem ist es nie mehr wieder bewegt worden. Ja. 675 LT Coupé,
auch immer noch einfach ein geiles Auto. Ich weiß gar nicht, 15.000 Kilometer haben wir da mittlerweile drauf auf der Rennstrecke. Ja, ich glaube, letztes Jahr, muss man halt einfach leider dazu sagen, Eigentlich ich bin, gar glaube ich, nicht, letztes Jahr zweimal zum Fahren gekommen Ja. damit. Also, ich finde das ja schade, weil, Leute, ihr wisst ja, jedes Auto hier wird ordentlich bewegt, aber es ist halt letztes Jahr, sind wir einfach so extrem viel unterwegs gewesen und dann ist schon wieder der Herbst schon wieder da und dann denkst du dir, shit, ich bin ja eigentlich so gut wie gar nicht mit dem Auto gefahren. Ja? Und ich meine, wir haben natürlich ein paar Neuzugänge gehabt im letzten Jahr und dieses Jahr werden natürlich auch wieder ein paar neue Autos kommen. M3 GTS, ja, damit bin ich leider letztes Jahr kein einziges Mal gefahren und das hat mich nämlich richtig genervt. Also da müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir dieses Jahr was machen. Ich weiß, Leute, ihr wollt davon noch ein YouTube-Video sehen. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir damit dieses Jahr fahren können. Vielleicht überlegen wir sogar mal irgendwie einen Pass oder so dafür. Boah, das zu wäre fahren. geil. Also Rennstrecke würde ich jetzt nicht unbedingt fahren. Ja, also es ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen, wollen wir jetzt nicht mehr komplett aus. Aber ich glaube, so Pass fahren, glaube ich. Boah, geht da auch- würde ich mich drin sehen. Hab gehört, da geht auch ein bisschen was quer. Ne? Ja. Also müssten wir mal schauen. Ja, M4 GTS, der Nachfolger sozusagen vom M3 GTS. M3 GTS wurden ja damals 135 Stück gebaut. Hier M4 GTS waren es 700. Und dann geht es natürlich hier weiter zum kleinen Bruder. Für mich einfach immer noch so ein geiles Auto. Und ich glaube, das Ding wird auch immer geil bleiben. 1er M Coupé. Vor allem, wir brauchen jetzt nicht, ich meine, wir können gerne die Tür aufmachen, aber das Ding hat halt, ja, dieses Jahr seine 100.000 Kilometer geknackt. Boah, Ja. was? Also, ja, und deswegen steht er jetzt mal ein bisschen in der Garage und ein Winterschlaf muss jetzt nicht unbedingt im Winter gefahren werden. Auch, ich meine, da haben wir auch schon geile Sachen gemacht im Winter, aber mehr muss man ja dazu nicht sagen. Hier unser schöner Fiat, ja, unsere schöne Fahrt immer zum Pizza abholen. Wir machen das Ganze ein bisschen schneller, sonst wird es viel zu lang heute, das Video, Robert. Bubble Street. Das Müssen wir ein ist bisschen, ich laber schon wieder zu viel, Ja, oder? viel zu Hier viel. haben wir BMW Isetta, das schöne James Bond Z8 M3 CRT, 67 Stück. Müssen wir auch mal wieder dieses Jahr ein bisschen fahren. Ja, SLR 722, da sind wir letztes Jahr schon ein paar Mal gefahren, da haben wir auch ein YouTube-Video gebracht. Ja, das war geil. Ja, Sterling Moss, ich weiß, Leute, das steht immer noch aus. Und ja, Leute, ich weiß, da steht immer noch die Fahrt mit dem Hamid aus. Wir Und haben mit dem letztes, wir haben letztes Jahr wirklich nach Terminen geschaut, dass wir es hinbekommen, die Fahrt, ja, weil beide von uns wirklich Bock darauf haben. Aber das Problem ist halt einfach gewesen, wenn der Hamid da gewesen ist, bin ich weg gewesen. Wenn ich da gewesen bin, ist der Hamid weg gewesen. Also schauen wir mal, dass wir dieses Jahr da was hinbekommen. So, da wird es natürlich jetzt interessant in diesem Jahr. GT Black Series P1 Edition. Okay. Ja, Leute, AMG One kommt. Der erste wurde ja auch schon ausgeliefert vor ein paar Wochen. Bedeutet, es ist nicht mehr allzu lange hin. Ich kann euch jetzt nicht ein genaues Datum bisher nennen, aber sollen wir die Chassisnummer eigentlich verraten, Robert? Weißt du die denn schon? Ich weiß nicht, ob wir die schon mal genannt haben. Nee. Aber ich meine, ich habe es ja gerade so in etwa schon genannt, weil da hinten waren wir beim Z8. Okay. Und das hat er bei einem bekannten Film mitgespielt. Ach, bei James. Wie heißt der? James Bond? Name's the James. Are you alright? Bane's known as having a strong correspondence. Ja, genau. Ja, also Leute, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, was wir da für eine Chassisnummer haben. Aber wie gesagt, AMG One wird bald kommen und da werden auf jeden Fall geile Videos entstehen. Der Robert kennt sich ja eh schon bestens mit dem Auto aus. Der sind ja auch schon mal auf der Rennstrecke gefahren. Oh, meiner ist ja schon da. Schauen wir mal, ob wir dieses Jahr vielleicht mal einen Rollenwechsel machen. Hä? Okay. Ja? Stellungswechsel meinst du? Nee, Rollenwechsel. Ah, okay. Ja, können wir Wenn du, mal dich, schauen. wenn du dich gut anstellst und du bist ja echt gut gefahren. Ja, eben. Also schauen wir mal. Und wir schauen natürlich auch, dass wir damit auf die Rennstrecke gehen können, Leute. Also das steht auf jeden Fall auf dem Plan, weil wir wollen natürlich schauen, Red Bull Ring oder sonstige Strecke, was geht da mit dem AMG One? Letztes Jahr bin ich ja da mit Nürburgring gefahren und das war schon richtig, richtig geil. Und was natürlich auch richtig geil wird, haben wir letztens ein Update gebracht. Hier 991 GT3 RS, der Nachfolger, wird hier auch kommen. Bedeutet, das ist Auto Nummer 2, beziehungsweise e-tron ist ja schon in diesem Jahr gekommen. Das ist dann Auto Nummer 3, was dann kommt. Das ausführliche Update dazu könnt ihr beim letzten Video anschauen. Wie gesagt, ich hoffe, das Auto wird bald kommen. Er sollte ja eigentlich schon gefühlt schon, ja nicht nur gefühlt, er sollte seit 3 Monaten schon eigentlich da sein. Eigentlich.
Aber wenn wir auch hier Thema Design anschauen, Shisha haben natürlich auch einige Leute von euch gefragt. Wir sind in Planung, dass wieder was Neues kommen wird, dass eine neue Collectors Edition kommen wird. Mehr kann ich euch dazu leider noch nicht sagen. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Genauso auch was das ganze Kennzeichen angeht oder auch generell im Shop die ganzen Pflegeprodukte. Schauen wir mal, ob wir da was Neues aufnehmen. Wie ihr wisst, Leute, für mich ist es immer wichtig, dass es exklusiv gehalten wird und ich stehe ja hinter jedem Produkt und ich will dann nicht jedes Jahr wieder hier ein neues Produkt und dessen neues Produkt, sondern so wie das Ganze jetzt steht, bin ich damit happy und am wichtigsten ist es ja, dass ihr mit den Produkten happy seid und von daher, ja, ich meine, der Frühling kommt ja bald wieder, dann können wir wieder ordentlich Auto waschen. Die Leute denken immer, ich würde die Autos nie waschen, aber genau deswegen ist ja der Grund gewesen, warum ich eigene Pflegeprodukte auf den Markt gebracht habe, weil ich nie 100% happy gewesen bin. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, komm, wir müssen da jetzt mal anfangen, eigene Pflegeprodukte zu bringen. Und natürlich, wenn die Zeit da ist, dann wird natürlich schön mit der Hand gewaschen. Ich finde das so geil, wenn du einfach mal so 2-3 Stunden dein Auto waschen kannst und danach sieht dir wieder richtig schön sauber aus. Geschichten aus dem Paulanergarten. Wenn du Ja, das sagst. ist mir schon wichtig. Hier, Fiat 500, weiß ich nicht, ob man... Also ich sag dir ganz ehrlich, seit der Aktion damals mit dem Beppe zusammen, kannst du mal kurz den Clip einblenden. Guten Morgen, guten Mittag oder auch einen wunderschönen, beschissenen Abend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns ja gerade in den Fiat 500. Wie heißt der genau noch? Das ist der Luigi. Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob man da wieder was machen soll. Ja? Wieso denn nicht? Ja? Diesmal wir zwei. Willst du wieder so... Ja, ich weiß schon. Du willst es natürlich wieder sehen. Die Leute wollen es natürlich auch wieder sehen, wie das Auto automatisch Gas gibt, oder wie? Ja, wie das Auto eher am Bordstein schleift. Ja, super. Ja, hier kennt ihr ja schon die alten Motocross-Maschinen, wie ich das Motorradfahren damals gelernt habe. Kleine Nochmal Spielecke. hier ein BMW 328. Da haben wir eigentlich auch schon mal ein recht ausführliches Video dazu gebracht. Man denkt ja immer, das ist irgend so ein alter BMW. Ja, aber Oldtimer ist halt nun mal sehr, sehr wertvoll Wann fahren wir denn damit geworden. mal? Hä? Wann fahren wir denn mal damit? Wie soll ich damit mal fahren? Das wäre doch jeder mit einem, oder? Ja, ich meine, man muss ja mal überlegen, Leute. Also ich habe das ja schon mal gesagt. Die Leute haben sich mal gefragt, M4, woher kommt diese Niere? Daher kommt diese Niere. Und vor allem muss man sich mal vorstellen, da ist man früher damit Rennen gefahren. Ja? Mit dem Ding? Ja? Okay. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Nee, das kann man sich safe nicht vorstellen. Ich weiß. Aber man kann sich auch nicht vorstellen, dass das 4 McLaren Senna da sind. Ja, das ist eben Oldtimer, ja. Das ist halt natürlich der Wert. Dann hier haben wir noch den AMG G55. Hast du gerade gerülpst? Nee, ich hab gemacht. Ach so, Wie okay. so ein Pferd. AMG G55 haben wir noch. Ja, und soweit haben wir jetzt eigentlich die Sammlung hier durch. Und ihr seht, Leute, es ist ein bisschen eng vom Platz. Und jetzt, um darüber zu sprechen, 2023, was kommen noch für Autos? Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt hier, e-tron ist ja schon da, der RS e-tron GT. AMG One wird bald kommen und 992 GT3S wird auch bald kommen. Robert, ich glaube, wir können es uns hier echt gemütlich machen. Also ich glaube, wir müssen hier echt mal ein bisschen umstellen. Ja? Ich meine, wir haben ja, also ich weiß nicht, Leute, ja, ihr seid ja jetzt halt wirklich hier mit dabei. Wir haben hier einen BMW 328er in weiß, da hinten steht der 1M. Das 1M Coupé in weiß, der Fiat ist in weiß und der 992 GT3S wird auch weiß. Mein Plan ist natürlich, 992 GT3S hier hinzustellen, aber der AMG One kommt natürlich noch. Da ist halt natürlich die Frage, stellen wir ihn da irgendwo in die Richtung hin, weil ich weiß ja nicht, ob er silber oder schwarz wird, ja, oder vielleicht auch eine ganz andere Farbe, oder Blau. sollen wir ihn eher hier so hinstellen? Was hast du gerade gesagt? Blau. Blau. Ja, blau wäre halt auf jeden Fall mal was anderes. Richtig. Ja, warum nicht? Ja, und was steht noch an Autos dieses Jahr an? Robert, was hast du noch bestellt? Ein Touring habe ich bestellt. Du hast einen Touring bestellt. Also Was? jetzt nicht ich. 320 Touring oder wie? Aber jetzt lass uns mal den Kofferraum anschauen, denn das ist Touring. Da haben wir natürlich ordentlich Kofferraum. Hey, lass mich schlafen, Mann. Jetzt sag mal, was machst denn du hier? Hast jetzt endlich mal ein Auto geholt. Das finde ich ja mal gut. Ja. Nachdem ich dir extra so ein gutes Angebot gebracht habe und das wolltest du auch nicht haben. Nee, das ist mir zu viel gewesen. Also ein Touring kommt noch, das wusste ich gar nicht. Ja, da weißt du es jetzt. Hast du den schon konfiguriert oder wie? Ich schon, aber im Video noch nicht. Ja, gut, dann könnte sein, dass da vielleicht dieses Jahr auch noch was kommt. Ja, und sonst generell Planung in diesem Jahr. Also ich meine, was steht die nächsten Wochen an? Für mich geht es jetzt dann erstmal nach Bahrain, gemeinsam mit Aston Martin. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich glaube, das wird richtig ultimativ werden. Und zwar darf ich den Aston Martin Valkyrie
auf der bekannten Formel-1-Strecke in Bahrain fahren und ich bin da richtig heiß drauf, weil mich interessiert das natürlich schon jetzt seit Jahren. Was ist geiler, AMG One oder Valkyrie? Ich bin im Valkyrie schon drinnen gesessen und das ist ein brutales Rennfeeling, nur wird das Ding auch wirklich schneller sein, beziehungsweise nicht nur unbedingt schneller, sondern auch besser. Also das wird auf jeden Fall kommen. Ja, und sonst übers Jahr hin verteilt kann ich euch jetzt noch gar nicht so was Genaues sagen. Ich weiß auf jeden Fall, im März geht es für uns gemeinsam mit BMW. Wobei, da bist du ja gar nicht mit dabei. Da hat sich der Beppi als erstes angemeldet. Ich wollte Da gerade sagen, geht es davon nämlich weiß für noch uns nichts. nach USA, dürfen wir den neuen M2 und den neuen XM fahren. Gott sei Dank meine Ruhe. Und sonst, ich meine generell mit BMW, Audi, Pirelli, Michelin, mit den ganzen Partnern von uns werden natürlich wieder verschiedene Themen anstehen. Am Trackday sind wir natürlich dran. Eine wichtige Sache noch, es wird ein neuer Partner mit dazu kommen. Bedeutet, es wird auch hier ein neues Auto seinen Platz in der Garage finden. Es ist etwas, was es hier in der Garage bisher noch nicht gibt. Beziehungsweise eigentlich können wir es ja sagen, weil die Marke wissen die Leute ja noch nicht. Deswegen, ihr könnt mal raten. Das ist, glaube ich, jetzt sogar sehr gut fürs Ende. Es wird ein SUV-Modell sein. Ja, ich meine, ja, G-Klasse kannst du jetzt als SUV sehen, aber es ist für mich kein SUV, das ist eine G-Klasse. Es wird ein sehr schneller SUV sein. Okay. Und ich würde sagen, damit machen wir auch Schluss mit dem Video. Ich glaube, Robert, wir haben eigentlich soweit alles gesagt. Ich Ja. weiß nicht, ob du noch irgendwas hinzufügen möchtest, ob ich irgendwas vergessen habe. Das Video ist eh schon wieder viel zu lang geworden. Nee, das war eigentlich cool. Ja. Schneidest du eh wieder zusammen, also die Hälfte mal schneidest du schauen. eh wieder weg. Und dann würde ich sagen, Leute, sind wir raus, oder? Würde ich sagen, ja. Alles klar, also Peace out. Tschö. Es wird auch noch einen neuen Partner geben, der ist auch schon da. Oder? Ah, warte. Keine Dings. Und deine trockenen Wörter immer. Und es wird auch... Scheiß die Wandern, Mann. Das ist, ich krieg das ja nie mit, immer wenn ich das Video dann danach anschaue. Wo da? Ah, scheiße, meine Rippe. Ah, mein Alter. Ah, scheiße. Mit 40 Jahren, wenn man jetzt auf die 40 zugeht, leckt mich am Arsch. Du. Junge Mann, das wird schon wieder diese Behind the Dings der Bumster. Das wird schon wieder. Das Video wird eh länger wieder mit Behind Scenes. Ja? Das ist immer der Rotz, was die Leute sehen wollen. Nicht, wenn wir hier da um die Gegend watschen, sondern genau, wenn ich mich verspreche oder du wieder irgendwas machst. Das ist eigentlich, normalerweise brauchen wir gar nicht mehr irgend so ein Video machen, weil es ist eh viel zu seriös. Junge, echt, hey.